Wir als Handwerksunternehmen haben Termine über Termine über Termine, sei es zu einem Aufmaß, sei es zu einer Montage, Reklamation oder nachträglicher Baubesprechung. Wie schaffe ich es aber, die Flut an Terminen sinnvoll zu nutzen? Das heißt, der Prozess, der sowieso schon besteht, einen Termin zu vereinbaren, zu automatisieren und damit beispielsweise meine Bauakte oder andere Programme mittels Zapier zu pflegen. Das zeige ich dir in dem heutigen Video. Dazu gehen wir auf unseren Account in Zapier. Wer noch keinen Account in Zapier hat, der macht sich kurz ein, der klickt einfach bei zapier.com oben auf Sign Up. Ich habe aber schon einen, deshalb logge ich mich erstmal nur ein. Um also zu starten, müssen wir einen neuen SAP erzeugen. Ein SAP bedeutet nichts anderes wie ein Programm sendet über Zapier, also über diesen SAP, Daten an ein oder mehrere andere Programme. Genau das brauchen wir, wenn wir beispielsweise eTermin mit einem anderen Programm verknüpfen möchten. Und in dem Fall möchten wir eTermin mit MemoMeister, einer digitalen Bauakte, verknüpfen. Das bedeutet, ich klicke hier einfach mal auf meinen SAP, den ich schon erzeugt und vorgebaut habe, rein. Ihr müsstet jetzt hier auf Create SAP klicken. Ich habe euch auch unten meinen geteilten SAP eingefügt, da könnt ihr einfach draufklicken, dann seht ihr genau das gleiche, was ich jetzt auch habe. Ein SAP besteht immer mindestens aus zwei Bauteilen. Einmal ein Trigger, das ist der auslösende Faktor, warum Daten übertragen werden. Und natürlich das zweite Programm, wo die Daten hin übertragen werden und was in diesem Programm dann gemacht wird. Das kann man für verschiedene Programme unterschiedlich auswerten. Auf meinem Kanal werde ich immer wieder neue praktische SAPs präsentieren, wo ihr dann auch den geteilten SAP euch ziehen könnt. Wir beginnen also mit einem Trigger und dazu braucht ihr einen Account in eTermin. Habe euch auch unten in der Beschreibung einen Link zu eTermin hinzugefügt, den einfach anklicken, dann könnt ihr euch dort ein bisschen umschauen, wenn der Terminkalender zu euch passt, dann verwendet den. Das kann man aber auch mit anderen Terminkalendern machen, dazu kann ich auch weitere Videos machen. Schreibt mir einfach in die Kommentare, was für Videos ihr jetzt weiterhin haben möchtet. Wir müssen also zuerst unseren Trigger auswählen, denn da wählen wir das Programm eTermin und sagen dann, Trigger Event ist ein neuer Termin, der gebucht wird. Entweder kann man hier wählen, neuer Termin, der gebucht wird, oder wenn ein Termin gelöscht wird. Wir wählen als Trigger Event die Buchung eines neuen Termins und klicken dann auf Choose Account. Ihr müsst euch einfach nur einloggen bei eTermin direkt und dann habt ihr dann eine API, die ihr dann verbinden könnt zu Zapier. Anschließend sagen wir testen mal den Trigger. Test Trigger. Wir testen den Trigger und sehen dann hier, okay, er hat sogar irgendwelche Appointments, also irgendwelche Termine gefunden. Man kann hier auf Load More klicken, dann kommen immer mehr Termine. Das mache ich jetzt einfach mal, der geht dann immer einen Schritt weiter und sucht den nächsten. Also hier seht ihr dann alle Daten, die übertragen werden können von einem Termin. Links seht ihr immer in Fett dargestellt der Feldname und rechts habt ihr dann den Inhalt. Dann kommen irgendwann noch solche komischen Additional 1 bis Additional 20 Felder. Das sind einfach Felder, die in eTermin standardmäßig Additional 1 heißen, ihr sie aber umbenennen könnt. Das zeige ich euch. Zum Beispiel habe ich hier bei mir bei Additional 1 und Additional 2 und Additional 3 habe ich bei mir in eTermin einfach gesagt, naja gut, das eine ist die Rechnungsadresse und das andere ist die Bauvorhabenadresse. Da könnt ihr jetzt ganz spezielle Dinge für euer Unternehmen so anpassen, wie ihr möchtet. Müsst aber dann natürlich schauen, welches Feld beinhaltet nachher was. Das könnt ihr aber immer in eTermin nachschauen, indem ihr in eTermin links auf Buchungsseite klickt und danach auf Felder Kontaktdaten. Hier seht ihr rechts die Feldbezeichnung, Additional 10, Additional 6 und so weiter, was die dann nachher bedeuten. Ich gehe auf Continue, der Test war erfolgreich, er hat Termine also gefunden, deshalb macht er jetzt einen Haken dran und danach klicke ich auf Plus. Jetzt kann ich diese Daten an jegliches weiteres Programm schießen oder damit irgendwelche Dinge machen. Zum Beispiel könnte ich in Clicktip sagen, okay, der Kunde in XY ist bei mir in Clicktip vertreten, ich möchte jetzt also Marketing betreiben. Der hat einen Termin bei mir gebucht, also möchte ich in Clicktip sagen, Terminbuchung, der kriegt jetzt von mir die und die Daten zugeschickt. Oder ich erzeuge in anderen Programmen weitere Dinge mit diesen Daten. Was ich heute machen möchte, ich möchte MemoMeister verbinden, das heißt, ich möchte meine Kundenmappe vollautomatisiert erzeugen, damit mein Büro nicht noch dran sitzen muss und sagen muss, hier Kundenmappe erzeugen mit den und den Daten. Das heißt, ich klicke dann hier bei MemoMeister drauf. Ihr müsst dann euren Account wieder verbinden. Dazu geht ihr ins Backend von MemoMeister, in die Webversion und klickt dann links auf Einstellungen. Und dort seht ihr API-Key und da könnt ihr einen neuen API-Key erzeugen. Damit habe ich dann meinen MemoMeister-Account verbunden und klicke dann auf Find a Folder. Das ist das erste, was ich machen möchte. Ich möchte nämlich sagen, naja gut, es kann ja sein, dass für diesen Kunden schon beispielsweise in MemoMeister eine Mappe erzeugt wurde. Könnte ja sein. Das heißt, ich möchte jetzt nicht immer sagen,
Termin bedeutet sofort, erzeuge neue Mappe, sondern Termin ist der Trigger und jetzt soll ausgelöst werden, suche die Mappe und wenn keine Mappe da ist, erzeuge eine neue. Und deshalb sage ich jetzt hier Action Find a Folder. Damit das funktioniert, müsst ihr auch ganz strikte Prozesse haben. Das heißt, eure Kundenmappe muss immer gleich angelegt werden. Ihr werdet es jetzt sehen. Das bedeutet zum Beispiel bei mir, ich habe hier vorne ein Additional 7 Feld. Bei mir heißt es, das ist mein Auftraggeber. Der wird ohne Leerzeichen, also mit einem Backslash, das ist schon in eTermin so eingestellt, übertragen. Danach kommt dann der Nachname des Kunden minus der Ort des Kunden. Das ist das, was er nachher sucht. Und jetzt muss ich ihm sagen, wo suchst du das? Also, wo sucht jetzt Zapier diesen Ordner? Und dazu muss ich den Parent Folder auswählen. Bei mir gibt es immer nur aktuelle Projekte und wenn die fertig sind, werden die in erledigte Projekte gezogen oder sogar danach archiviert. Ich klicke jetzt hier bei Parent Folder drauf und dann sage ich hier erstmal Go to Top Parent Folder. Wichtig ist, das kann hier ein bisschen dauern, weil der muss erstmal wieder alles durchsuchen. Und hier sehe ich dann meine verschiedenen Mappen, die ich schon habe bei MemoMeister. Bei der neuen Version von MemoMeister, wenn ihr hier links auf eure Mappe klickt, zum Beispiel habe ich hier aktuelle Projekte liegen, dann sehe ich hier oben in der URL, dass ganz hinten immer die ID von diesem Folder. Die kopiere ich mir als Sicherheit mal raus. Und dann kann ich hier bei Parent Folder einfach einfügen, suche nach diesem Folder. Danach hat er den natürlich gleich gefunden und wähle den aus. Als Beschreibung möchte ich immer so viel wie möglich in diese Kundenmappe dann reinbringen. Zum Beispiel sage ich dann hier Nachname, dann zum Beispiel auch die Auftragsnummer. Also wenn die Auftragsnummer übergeben wird durch ein Lieferantenportal, das ich habe, das wird auch automatisch übergeben an eTermin. Und damit habe ich meine Auftragsnummer dahinter stehen, wenn es von den Lieferanten kommt. Deshalb übergebe ich die auch und wenn keine drin steht, steht halt keine drin. Dann wählen wir das Folder Template aus. Das ist nachher die Mustermappe in MemoMeister. Und danach sage ich noch, naja, okay, Vorlagenlabel 2, das ist bei mir wieder die Auftragsnummer. Und die Auftragsnummer übergebe ich einmal hier in die Beschreibung und übergebe ich einmal hier dann auch als Label, wenn es die gibt. Wenn nicht, dann ist sie leer. So, und jetzt kommen wir zum Knackpunkt. Jetzt haben wir den Folder gesucht. Was passiert jetzt, wenn wir ihn nicht gefunden haben? Entweder wir sagen dann, der Schritt soll nicht weitergehen oder wir sagen, es geht weiter. In dem Fall muss ich immer auswählen, Create MemoMeister Folder if it doesn't exist yet. Das heißt, wenn der Ordner oder die Mappe noch nicht besteht, dann muss sie erzeugt werden und das klicken wir an. Danach klicke ich auf Continue und sage dann Retest and Review. Gibt es diesen Ordner schon? Da sagt jetzt hier zum Beispiel Data was found false, den gibt es noch nicht. Danach hat er ihn dann erzeugt. Das könnten wir jetzt im MemoMeister dann nachschauen. Wir gehen in unseren MemoMeister-Account und schauen, ob dieser Ordner jetzt erzeugt wurde. Das ist bei mir der Fall. Im Grunde sind wir jetzt hier eigentlich schon fertig. Es wurde automatisch aufgrund eines neuen Termins ein Ordner gesucht und falls er nicht existiert, dann neu erzeugt. Ich gehe jetzt einen Schritt weiter und sage dann, naja, okay, ich möchte jetzt nicht nur den Ordner suchen und erzeugen, sondern ich möchte auch sehen, wie viele Termine hat denn der Kunde denn schon gehabt bei mir. Das heißt, jedes Mal, wenn für diesen einen Kunden ein Termin erzeugt wird, zum Beispiel fürs Aufmaß, danach für die zweite Begehung und für beispielsweise dann die Abnahme oder Montage natürlich, dann hat er ja 4 oder 5 Termine. Und dann sehe ich jedes Mal, wenn ein Termin gebucht wurde, wir waren an dem und dem und dem und dem Tag bei Ihnen. Das heißt, ich gehe dann hier auf eine neue Action, gehe wieder auf Plus, auf MemoMeister und sage dann als Action Create Textmemo in dem Fall. Setup Action und sage dann immer vereinbarter Termin mit Vorname, Nachname und dann sage ich minus die Notizen. Also ich setze hier dann ein minus, 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 Notizen, Doppelpunkt und sage dann hier die Notizen als Beschreibung der Textmemo. Und der Inhalt der Textmemos sollen immer alle Daten sein, die für mich wichtig sind. Zum Beispiel Termin wurde vereinbart am dem und dem Tag, der Name von dem Herr mit Anrede und so weiter, die E-Mail, Telefon, Adresse, Auftragsnummer und so weiter. Auftraggeber. Das sind alles Sachen, die übergeben werden sollen. Und dann ist es wichtig zu sagen, jetzt brauche ich den Parent Folder. Weil jetzt ist es so, wenn ich jetzt einfach nur sage, okay, abspeichern ohne Parent Folder, dann wird sie erzeugt als ohne Mappe Memo. Das heißt, die landet dann nachher hier drin. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass diese Textmemo in dem Ordner landet, den wir vorher gesucht und gefunden oder gesucht und erzeugt haben. Heißt, für mich in Zapier, ich muss dann als Parent Folder hier reinklicken. Ich lösche das einmal. Ich muss dann hier reinklicken und dann sagen, von dem Schritt 2, da haben wir ja einen Ordner gesucht, Show All Options, muss dann die ID finden, die ich vorher gesucht hatte und sage dann, okay, ID ausgewählt und jetzt wird die Memo direkt in diese Kundenmappe reingesetzt und sagt dann, Continue, okay, a text memo was sent to MemoMeister,
klicke dann auf Continue und danach kann ich dann den SAP aktivieren und ihn dann auch teilen und das mache ich auch. Ich teile den SAP mit euch und diesen Link findet ihr dann jetzt unten in der Beschreibung. Das war's mit dem heutigen Video zur Verbindung von E-Termin mit MemoMeister, einer digitalen Bauakte. Das heißt, Termine erzeugen Kundenmappen und sogar Textmemos mittels Zapier. Wenn ihr weitere Fragen habt zu diesem oder zu anderen Programmen, wie ich was miteinander verbinden kann, dann schreibt mir einfach unten in die Kommentare. Ich versuche euch bestmöglich weiterzuhelfen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Automatisierung.